Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Ich darf euch begrüßen, ich bin der Markus von Castle Media und wir stehen heute das erste Mal in Italien, genau gesagt in Südtirol, und wir nehmen euch heute mit. Und zwar durch dieses Gebäude hier hinter uns. Unterhalb des Dorfs Werdings befindet sich ein beinahe im Hang verschwindender Freikörper, also den man so in der Form nirgends finden wird. Umgeben von saftigen Grün, Obstbäumen, richtigen Obstgarten, also Apfelbäume, Birnbäume, Zwetschgebäume, hat der Südtiroler Architekt Martin Gruber gemeinsam mit seiner Frau, der Anita, das Gästehaus Freiform als Bauherr und auch gleichzeitig als Architekt geschaffen. Und seit Fertigstellung 2019 kann man dann hier bis zu 4 Personen auf einen Urlaub einladen und den Urlaub hier genießen. Das Freiform Gästehaus wirkt durch die geschwungenen Formen wirklich wahnsinnig leicht, frei und auch bis zu einem gewissen Maß spielerisch. Genau das wollte der Architekt bewirken, da die Umgebung vor allem durch die Vergangenheit, durch natürlich harte körperliche Arbeit am Hof über Jahrhunderte auch geprägt worden ist. Und damit wollte er auch ein bisschen die Leichtigkeit in die Landschaft bringen, um davon ein bisschen auszubrechen. Wenn man das Haus aus der Luft betrachtet oder eben von der Zufahrtsstraße aus oben, dann fällt durch das begrünte Dach das gesamte Gebäude fast nicht auf. Also wenn man jetzt nicht die Rundung in der Landschaft von oben sehen würde, würde es zu 100% verschwinden. Der Weg von Hof bis zum Freiform, der verläuft wirklich durch eine Wiese quer durch den Obstgarten durch, und wir sind am Abend angereist und der Weg zum Haus, der ist wirklich wunderbar beleuchtet, und zu unserer Rechten war zu der Zeit eine wunderbare Abendstimmung mit Blick auf das Tinnental unter uns und wirklich ein tolles Wetterspektakel, inklusive den Abendrot dann zur späteren Stunde. Am Ende des Weges steht man dann direkt vorm gläsernen Haus, vor der gläsernen Eingangstür, die sie dann entspannt und natürlich auch modern, kontaktlos mit dem Chip entriegeln lässt. Wenn man dann einen Schritt weiter geht, steht man im 65 Quadratmeter großen Glaspavillon, der durch insgesamt 5 Schiebetüren und zahlreiche raumhohe Glaselemente ein Gefühl von Freiraum gibt. Das Schauspiel ist die Umgebung, muss man ganz ehrlich sagen, und um diese so wenig wie möglich zu blockieren, wurde auf freistehende Möbel sowie gezielte Materialauswahl gesetzt. Also Beton sieht man extrem oft. Verschiedenste Variationen davon. Eichenholz und auch heimischer Loden. Diese dominieren die Einrichtung hier drinnen. Direkt neben dem Eingang findet man einen 360 Grad drehbaren Kamin, der in matt schwarz den Raum vertikal verbindet. Also vom polierten Betonfußboden bis zur rustikalen Betondecke dann hoch. Und je nachdem, wo man das Feuer gerne sehen möchte, kann man es beliebig arrangieren. Daneben, meiner Meinung nach, ein hervorragender Platz für ein gutes Buch am Abend, wenn die Sonne weit im Westen beginnt zu verschwinden. Und auch natürlich am Morgen, wenn im Osten die Sonne dann aufgeht. Durch die Glasformation kommt das Licht die ganze Zeit rein und es ist für mich der absolut beste Espressoplatz. Die umliegende Glasfront ermöglicht von frühmorgens bis spät abends lichtdurchflutete Räume und ein atemberaubendes und ein andauerndes Wintergartengefühl. Euch sind jetzt sicher mittlerweile schon in den B-Roll-Aufnahmen die Vorhänge im Außenbereich auf der Außenseite aufgefallen. Lang hat man eigentlich überlegt nach einem passenden System, nach einer passenden Lösung, wie man denn hier dann die Privatsphäre schaffen kann. Und diese Vorhänge waren die Lösung. Elektrisch lässt sich das gesamte Haus mit 4 Außenvorhängen ummanteln und bietet wirklich eine wohlige Geborgenheit für die späteren Stunden, dann extrem wichtig natürlich. Vom Loungebereich blickt man dann auch weiter direkt in die zentral positionierte Küche, ein aus Eichenholz gefertigter Küchenblock. Darin ist alles zu finden, was man für die Zubereitung von einem Frühstück, von kleineren Snacks oder kleinere Speisen benötigt. Aufgrund von der Gestaltung ist natürlich auf Kästen
oder auf einen Schrank verzichtet worden. Das heißt, man findet alles rund um die Küche. Aber da wird natürlich verwiesen auf die lokalen Wirte mit Empfehlungen, inklusive natürlich. In die Insel wurde ein Ceranko-Feld angesetzt, inklusive natürlich ein Waschbecken, auch in dem Block eingesetzt. Und die Arbeitsplatte zieht sich weiter und verlängert sich bis hin zu einem Esstisch. Und wenn man die beiden Türen, die Schiebeelemente links und rechts öffnet, hat man wirklich das Gefühl, dass man auf der Terrasse sitzt. Ostseitig gelegen befindet sich hier eine wunderbare Sitzmöglichkeit auf der geschwungenen Bodenplatte. Vis-à-vis vom Loungebereich findet man ein wirklich unglaublich komfortables Daybed, und zwar aus Lodenstoff, das entweder als Bett für 2 Personen oder wie in unserem Fall dann eher als Couch oder Arbeitsbereich verwendet werden kann. Gefertigt aus Eichenholz fühlt es sich sehr gemütlich an und die Aussicht auf das Licht und auch die Schattenspiele ist einfach sensationell. Ringsherum lässt sich das Daybed durch 2 Vorhänge lichtdicht abdunkeln und somit auch ein idealer Platz zum Schlafen oder für einen Mittagsschlaf. Der Eichenverbau, der zieht sich vom Daybed weiter über die Ecke zum Bücherregal und das ist bestückt mit Büchern, mit Zeitschriften über Immobilien, über Architektur und Lifestyle und unter anderem auch ein paar Zeitschriften, wo schon Artikel zu finden sind über dieses Projekt, über dieses Haus, wo einige Architekten schon sehr viele löbliche Worte verloren haben. Öffnet man die raumhohe Eichentür, gelangt man dann in das großzügige Doppelbett-Schlafzimmer, fast schon ein Infinity-Bett kann man sagen, mit einer traumhaften Westausrichtung und Blick runter auf das Tennental und die italienische Bergwelt natürlich. Auch in dem Raum sind wie im restlichen Haus Verjüngungskörper bzw. Hohlräume in der Decke betoniert worden und das natürlich in der geschwungenen Freiform-Manier. Meiner Meinung nach ist es eine grandiose Idee, denn bei Tag wirkt es, als wären eigentlich Löcher in der Decke und das Tageslicht kommt quasi durch. Und bei Nacht hat man wie eine Umrandung, wie es normal jeder Spot hat, nur man sieht den Spot in dem Fall gar nicht. Also ich finde die Idee spektakulär und wie angesprochen in der klassischen geschwungenen Freiraummanier. Vom Schlafzimmer aus gelangt man mit einer schwarz glänzenden Schiebetür rein in das Kabinett Badezimmer und somit auch direkt in die üppige Regendusche. Mit matt schwarzen Armaturen ist alles versehen, von der Dusche bis hin dann weiter zum Waschbecken und natürlich auch wieder mit dem polierten Betonboden, der mit schwarz verspachtelter Wand in Kombination wirklich so ein Grottenfeeling ergibt. Und dieses Grottenfeeling wird natürlich wieder durch diese Verjüngungskörper in der Decke verstärkt. Dadurch kommt es noch ein bisschen mehr zur Geltung und es ist ein extremer Kontrast, der Bereich da hinten. Natürlich auch im Vergleich zu dem lichtdurchfluteten und komplett einsehbaren Wohn-Ess-Bereich im Ost-, Süd- und West gelegenen Teil des Gebäudes. Im Badezimmer findet man unter anderem natürlich auch eine Toilette und bevor man auf der anderen Seite des Badezimmers dann durch die Eichentür wieder raus zum Daybed und dann natürlich auch zum Wohnbereich gelangt, kommt man vorbei an einen spektakulären Waschtisch aus Beton. Eine Spezialanfertigung, die uns bei unserem Aufenthalt wirklich extrem begeistert hat. Die Armaturen führen elegant aus der Wand heraus, wie wir es jetzt auch in anderen Folgen schon ein paar Mal gesehen haben. Wirklich ein super schönes Design, passend natürlich auch zum Beton. Darüber hinaus findet man über diesem Waschbecken einen Spiegel, der fast genau die gleiche Form hat wie das Gebäude, wenn man es von oben betrachtet. Nicht ohne Grund hat der Martin gemeinsam mit der Anita mit diesem Projekt für sehr viel Aufsehen, natürlich auch in der Architekturszene gesorgt, weil es wirklich eine sehr spektakuläre und einzigartige Immobilie ist. Und die beiden, die kombinieren das auch. Sie laden nämlich zum Beispiel ihre Kunden auch direkt hier ein. Man kann eine Woche bleiben und wirklich in einer familiären Umgebung gemeinsam an dem Traum vom eigenen Haus arbeiten. Dann natürlich auch die Frage, wie sieht denn euer Traumhaus aus? Für mich war es wie immer natürlich eine Ehre, euch heute wieder mitnehmen zu dürfen. Wir sehen uns, würde ich sagen, wieder nächste Woche am Freitag und bis dahin, macht es gut und Servus!